Im Studio zu Gast ist Thomas Anders, die Stimme von Modern Talking. Ja, freuen wir uns jetzt ganz doll auf ihn. Aber bevor wir zu dir kommen, lieber Thomas, noch mal der Hinweis auf unseren Jackpot beim Glückszahl-Gewinnspiel. Sag mal, wie viel drin ist, Thomas? Schau mal. 68.000. Ja. Da kann der Montag doch richtig anfangen. Ja, oder? 1.000 Euro davon haben Sie sicher, wenn Sie der Telefonkandidat heute Mittag bei Punkt 12 sind. Deswegen jetzt gerne anrufen, 01379 40 40 40. Und das Glückswort lautet morgen. Wir drücken die Daumen. Ja. So, heute und jetzt bist du hier bei uns, freuen wir uns sehr drüber. Freue mich auch, danke. Und ja, ihr beide, also nicht ihr beides, Also ich sondern und der ich, Dieter und sondern- du, ihr wart das Kultduo der 80er Jahre, eine Modern Talking, oh Gott, ich weiß es noch. Nach 40 Jahren können sich die Fans jetzt auf neue Versionen der alten Songs freuen. Ja, und bevor wir die hören, schauen wir erst mal rein in eure Zeit. Es ist März 1985. Thomas Anders und Dieter Bohlen erreichen als Modern Talking zusammen die Spitze der Charts mit ihrem ersten Song You're My Heart, You're My Soul. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Es folgt eine Karriere, wie sie im Buche steht. Das Kultduo der 80er gehört zu den Interpreten mit den meistverkauften Tonträgern in Deutschland. Mit ihren Liedern begeistern sie die Fans Sherry, Sherry lady. und erreichen mehrfach Platz 1 der deutschen Charts. Im Juni 2003 dann die zweite und endgültige Trennung von Modern Talking. Jetzt, 40 Jahre nach You're My Heart, You're My Soul, hat Thomas Anders neue Versionen der beliebten Modern Talking Hits aufgenommen. Darüber sprechen wir jetzt live mit ihm im Studio. Herzlich willkommen. So. Ja, so an dieser Stelle wäre jetzt der Applaus. Ja. Schön, dass du da bist, Thomas. Danke euch. Wenn wir uns mal das Cover anschauen, Ja, das herrlich. bist du quasi mit dem 40 Jahre jüngeren Ja, Thomas. korrekt. Welcher gefällt dir besser? Welche Frisur? Also ich gefalle mir heute besser, definitiv. Ja. Es hat aber in die 80er gepasst. Ja, nee, natürlich, absolut. Also die Zeit hat auf jeden Fall Gutes für dich bereitgehalten. So, und du hast alle So sechs, gibt man heute Komplimente. Ne? du hast alle 6 Alben aus den 80ern wieder neu aufgenommen. Und wir wollen eigentlich mal reinhören. Oder nee, erstmal sprechen wir darüber, warum. Das ist eine gute Frage, die oft gestellt wurde. Ja. Das Warum hat sich im Laufe der Jahre eigentlich so entwickelt, weil ich durch meine weltweiten Konzerte, die ich gebe, ich verändere alle 2 bis 3 Jahre mein Programm neu. Also es wird neu arrangiert. Und die Fans haben dann bei Social Media immer wieder gefragt, wo können wir das überhaupt kaufen? Weil Ja. das ist eigentlich jetzt ein moderner Sound von den alten Hits. Ja. Und es gab es ja nicht zu kaufen, sondern es gab es ja nur auf der Bühne. Und naja, dann kam irgendwann die Idee von meinem Produzenten Christian Geller, der übrigens 50 wird heute. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wirklich von Herzen. Und von RTL. Und da kam einfach die Idee, wo wir dachten, irgendwie so kommt doch bald 40 Jahre Modern Talking, da kann man was machen. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir wirklich alle 6 Alben, die man hier auf dieser Box, das ist eine CD-Box, die kann man sammeln und das gibt's auch als Vinyl. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen alle Alben aus den 80er Jahren, nehmen wir neu auf, haben aber dann noch wirklich die ikonischen Sounds der 80er, also was von Sherry Sherry Lady und You're My Heart, You're My Soul, nachproduziert, also nachgedreht, wie man so schön sagt, gemacht und haben das mit modernen Beats von heute verbunden. Thomas, man kann viel über Musik reden, noch das besser stimmt. kann man Musik hören. hören. Definitiv. So klingt You're My Heart, You're My Soul jetzt. You're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. So, da bist Das wäre ja der Part von Dieter Bohlen gewesen, oder? Ja, das sind die gleichen Chorsänger, Ja. also die halt eben auch beim letzten Modern Talking Bands waren. Das ist ja. alles identisch. Aber wie gesagt, es ist wirklich im Hier und Jetzt und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber auch sehr emotional, das Ganze wieder neu aufzunehmen. Das glaube ich. Wie war das für dich? Weil du sagst emotional. Naja, also es gab einige Songs, an die habe ich mich nicht mehr erinnert. Ach so, okay. Hallo, 40 Jahre. Ja. Über was reden wir? Stimmt, da waren ja nicht nur Singles drauf. Nein, natürlich, die Singles, die kennt man, aber eben, es gab einige Titel, die hatte ich nicht mehr. Aber interessanterweise war es dann doch so, als ich dann den Titel wieder eingesungen habe, habe ich genauso phrasiert wie vor 40 oder 39 Jahren. Das war wieder komplett da. Die Zeit war komplett da. Schön. Jetzt, wenn wir uns das Album genauer angucken, steht hinter jedem Song Thomas Version.
Das kennen wir ein bisschen von Taylor Swift. Taylor Swift hat ihre Songs ja auch nochmal neu aufgelegt und hat daraus Taylors Version gemacht. Wir lesen aber nirgendwo Dieters Version. Naja, weil es ist ja auch meine Version. Also und ich meine, nur bei Taylor Swift kann man dazu sagen, die ist noch gar keine 40 alt. Ne? Aber der Kollege Bohlen, weiß er davon? Hat er was Na, gesagt? er wurde gefragt und er wollte aber nicht mitmachen. Und deshalb War ist dir es, wahrscheinlich auch lieber. das wäre mir im Grunde vollkommen wurscht, wenn ich sagen muss. Aber es geht ja auch gar nicht darum, es geht ja für mich darum, dass ich Modern Talking ist ja auch mein Leben und es ist für mich die Hommage an Modern Talking. Ich meine, es hat mein Leben verändert. Ja, absolut. Damals, ich meine, wir haben es eben gesehen, You My Heart, You My Soul, also aus den 80ern. Kein Mensch hätte doch damals daran geglaubt, dass diese Karriere daraus wird. Ja. Und es hat, was die Karriere betrifft, den beruflichen Erfolg ausmacht, mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Freuen wir uns sehr darüber, dass es so gelaufen ist. Vielleicht noch ganz kurz, was ist so deine schönste Erinnerung an diese 40 Jahre? Abgesehen von den Friseurbesuchen. Ja, aber gibt es da eins, wo du sagst, Mensch, das war so ein Highlight, das werde ich nie vergessen? Es gibt ganz viele Highlights, aber ich glaube, dass das für mich, was ich immer noch im Kopf habe, ist die Verleihung der ersten goldenen Schallplatte. Ja. Das vergisst man nicht, ne? Ja, hättest das du ist nicht so, geglaubt, so ne? nein, ich immer davon geträumt, einmal eine goldene Schallplatte und dann sitzt man da und man darf diese goldene You My Heart, You My Soul in den Händen halten. Und dass da noch ein paar mehr werden, wusste ich damals ja noch nicht. Ja. Diese goldene Schallplatte, wo steht sie oder hängt sie heute? Die hängt bei mir zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Schön. Also, Gästeklo, weil es gibt so Künstler, die tapezieren das Gästeklo mit goldenen Schallplatten. Ja, aber so einer bist du nicht, ne? Nein, das bin ich nicht. Nein. Ich habe bei mir zum Teil im Aufgang, wenn man also im Treppenhaus hochgeht, oder zum Teil sind Sachen im Wintergarten. Es sind aber auch Alben bei mir im Büro. Also ich habe nicht alle komplett aufgehängt. toll, Thomas, wir freuen uns sehr, dass du heute anlässlich deines neuen Albums bei uns warst. Danke. Also ich bin sehr gespannt, was da noch wieder draus wird. Und die Fans werden sich sicherlich riesig freuen, dass sie das jetzt endlich auch zu Hause haben können. Noch mehr von dir. Danke. Schön, dass du da warst. Danke, vielen Dank. Nochmal übrigens von dir nachher auch um 2:30 bei Punkt 12. Oh ja, genau. Jetzt nehmen wir sie aber um 8:40 Uhr, aber erstmal mit zurück an unseren Nachrichtentisch. Denn Frau Möller,